Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein sehr italienisches Dinkelbrot und wie du da selber vorgehen kannst, möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Du benötigst dafür 150 Milliliter lauwarmes Wasser und gibst 4 Gramm Trockenhefe dazu. Die Hefe lösen wir im Wasserbad auf. Und geben einen kleinen gehäuften Teelöffel Zuckerrohr dazu oder auch weißen Zucker. Dann kommen 8 Gramm Salz dazu. Mein Salz klebt immer ein wenig, weil das ohne Rieselhilfe ist. Und 150 Gramm Joghurt. Und zu guter Letzt noch das Mehl. Da haben wir 250 Gramm Dinkelmehl und 90 Gramm Weizen-Vollkornmehl. Den Teig gebe ich jetzt einfach in meine Küchenmaschine und stelle sie auf Stufe 2, wo der Teig 8 Minuten verrührt werden kann. So, das war es jetzt. Ich befreie die Küchenmaschine vom Teig. Ich habe mir dazu die Finger angefeuchtet. Und dann kann der Deckel einmal draufgegeben werden und wir lassen den Teig an einem warmen Ort für 3 Stunden gehen. Nach den 3 Stunden könnt ihr sehen, wie wunderbar der Teig aufgegangen ist und ist somit auch bereit für die weitere Verarbeitung. Ich bemehle meine Arbeitsfläche und gebe dann den Teig darauf. Dann bemehle ich ihn auch noch von oben und lege und falte den Teig. Ihr könnt sehen, wie weich der Teig ist. Deswegen sich ruhig zwischendrin einmal die Fingerchen im Mehl bestäuben. Und dann drehe ich ihn mir noch zu einer Kugel. So. Mehl den Teig schön ein. Den Teigling können wir auf ein Backpapier geben und lass den Teigling dann noch für eine halbe Stunde mit einem Deckel für 30 Minuten ruhen. Und jetzt darf schon mal der Backofen auf 240 Grad inklusive meinen gusseisernen Topf aufgeheizt werden. Nach einer halben Stunde kann der gusseiserne Topf rausgeholt werden und
der Brotleib hinein. Vorsicht nur auf die Fingerchen, der ist nämlich wirklich brutal heiß. Und er dampft auch schön. So, dann nehme ich mir meinen Teig, bemehle nochmal den Teigling. Und dann kann der Teigling auch schon in den heißen Topf gegeben werden. So, Deckel drauf und schon wieder ab in den Backofen damit. 30 Minuten mit Deckel und die letzten 10 bis 15 Minuten darf er ohne Deckel drinnen sein und wird dann goldgelb nochmal ausgebacken. So, das Brot war jetzt lang genug im Backofen. Und schaut euch mal an, wie toll das aussieht. Super. Die Klopfprobe darf natürlich nicht fehlen. Ja, muss sich von unten hohl anhören. Alles richtig gemacht. So, jetzt darf es einmal auskühlen. So, das Brot ist jetzt soweit ausgekühlt und hört euch das mal an. Wie unglaublich knusprig das Brot ist. Der Wahnsinn. So, und jetzt können wir es eigentlich auch anschneiden. Ich kann jetzt schon merken, was das für eine unglaublich tolle Krume ist. Schaut euch mal an, wie weich das Brot ist. Richtig schön luftig. Genauso wie ein rustikales Bauernbrot sein muss. Wunderbar. Ich wünsche euch einen ganz tollen, guten Appetit. Lasst es euch schmecken und bis bald. Pfiat euch!